Herzlich willkommen zu einem weiteren Update hier aus der Brickworld. Und ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Ihr seht vielleicht, dass hier hinten auf diesem Gebäude das obere Teil fehlt. Also wir hatten da ja schon mal ein bisschen was angefangen mit eigentlich nur einem Dach. Das ist weg, denn da geht es heute weiter. Wir bauen dort oben auf der oberen Etage weiter. Da hatten wir ja schon mal die Dachterrasse angefangen. Die wird heute fertig. Das Gebäude außenrum wird angefangen. Und wir fangen an, uns zu überlegen, wie das Dach von diesem Gebäude aussehen wird. Ich hoffe, ihr seid gespannt darauf und bleibt dabei. Gleich geht's los. Und damit starten wir auch heute wieder in ein Speedbuild, nachdem wir in letzter Episode leider keins hatten. Das war ein bisschen problematisch, aber das lassen wir jetzt hier einfach mal weg. Heute bietet es sich sogar sehr, sehr gut an, ein Speedbuild zu machen, denn dieses Element, das haben wir ja schon vor Monaten oben auf das Gebäude gesetzt und heute fangen wir endlich an, da endlich das zu machen, was ich auch schon seit Monaten geplant habe. Das Thema Dachterrasse, ich weiß gar nicht mal, ob ich es damals schon angesprochen hatte, aber das habe ich schon so lange geplant, dass ich auch die Beleuchtung, die ich dort noch später einbauen werde, auch schon vor Monaten bei meinem Beleuchtungspartner bestellt habe. Auf jeden Fall wird das hier oben die Dachterrasse, das ist der linke Bereich, der auch schon gezäunt ist. Und auf der anderen Seite, links und rechts, machen wir jeweils eine Tür mit einem Eingang und natürlich passende Fenster. Was ihr jetzt noch seht, ist, dass ich jetzt schon mal anfange, mir zu überlegen, wie ich das mit dem Dach mache, denn ich möchte auch heute das Dach anfangen und dann möchte ich auf jeden Fall Sand Green benutzen und so eine kleine Wölbung haben, die dann in eine Art Flachdach übergeht. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die jetzt nicht die absolute Standardbautechnik ist, deshalb ist es auch eine Sache, die jetzt sehr viel Test benötigen wird und auch benötigt hat, weil jetzt, wo ich das Ganze hier nachvertone und hier für euch einspreche, habe ich das Ganze ja schon fertig. Jedenfalls mache ich jetzt hier schon mal die Basic-Arbeiten, um hier einfach mal die Innenwände und auch Außenwände zu machen. Ich habe mir ja das so angewöhnt, dass ich bei meinen Gebäuden die Wände eigentlich immer zweier dick mache. Es hat den Vorteil, dass ich innerhalb der Räume nicht darauf angewiesen bin, die gleichen Farben zu haben wie außerhalb. Also ich kann innen ganz andere Farben nehmen, wie jetzt zum Beispiel hier, wo ich einfach eine lilane Wand hochziehen kann für diesen Raum. Mal schauen, was das später wird. Vielleicht wird es ein Wohnzimmer, dann kommt da vielleicht noch irgendwo ein Fernseher hin. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir heute noch nicht angehen werden, denn ich möchte heute erstmal das Äußere und wie eben gesagt, die Dachterrasse anfangen. Ansonsten will ich aber zumindest so weit vorangehen, dass ich auch die Wände so weit hochziehe, dass ich da jetzt auch ganz, ansatzweise das Dach aufbauen kann, dass wir uns mal anschauen können, was ich mir da vorgestellt habe, was ich da umgesetzt bekomme, damit ich eben euer Feedback in den weiteren Bau des Ganzen einfließen lassen kann. Ist ja immer ein wichtiges Thema, habt ihr ja auch zum Beispiel bei der Brücke ganz gut mitbekommen, denke ich, dass da euer Feedback sehr, sehr viel Einfluss hat. Und deshalb bauen wir ja auch immer so in Abschnitten, damit dann das Feedback kommen kann. Und damit mal raus aus dem Speedbuild. Ich habe das Ganze jetzt mal hier oben drauf gebaut und dann seht ihr mal, wie das Ganze jetzt aussieht momentan. Das ist dann auch der letzte Stock für dieses Gebäude. Und ja, so sieht es aus. Es kommt natürlich irgendwie noch das Dach drauf. Das wird noch eine sehr interessante Geschichte. Da müssen wir mal schauen, wie ich das jetzt mache. Ihr habt es im Speedbuild schon ein bisschen gesehen. Aber ich werde jetzt mal hier ein bisschen weiter herum experimentieren, wie ich da oben mit dem Dach anfange. Das ist nämlich eine sehr, sehr wichtige Sache, die auch dafür dann entscheidend ist, wie außenrum es weitergeht. Wie ihr gesehen habt, wird das ganze Dach natürlich auch in diesem Sand Green sein. Es wird ein bisschen gebogen sein im besten Fall und dann bauen wir heute auf jeden Fall ein bisschen Dach noch drauf. Wir bauen hier, im Prinzip ist das Modul soweit fertig. Innen weiß ich noch nicht genau, weil ich noch nicht ganz sicher bin, was im Innenraum sein wird, aber die Dachterrasse selber, die machen wir auf jeden Fall und die möchte ich auch auf jeden Fall beleuchten. Also es ist noch ein bisschen was zu tun für heute und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir heute mal wieder hier am Häuserblock weiterbauen, denn da haben wir, glaube ich, schon seit Monaten nicht mehr dran gearbeitet. Heute ist es soweit und jetzt geht es hier gleich weiter. Ich habe das Modul jetzt mal wieder oben drauf gesetzt und dann seht ihr auch schon, was ich alles getan habe, denn ich habe jetzt sehr viel Zeit investiert in diese Dachkonstruktion, die so ein bisschen gewölbt ist mit eben diesen Sand Green Elementen und das ist eine relativ wilde Konstruktion, zeige ich euch gleich auch noch, aber ich persönlich finde es eigentlich eine ganz nette Geschichte mit so ein bisschen Wölbung. Oben drüber möchte ich dann wieder Flachdach machen und dann auf der anderen Seite werden wir es genauso rüber wölben und ich glaube, das sieht dann ganz nett aus. Hier oben ist es ein bisschen wilder, weil man hier sehr gut sieht, dass es eben nicht hundertprozentig abschließen kann. Hier ist es nicht so schlimm, weil es hier um eine Plate übersteht, dadurch wird es ein bisschen mehr kaschiert. Aber das kriegen wir noch hin. Wie gesagt, hier oben kommt hier noch ein bisschen Material rein.
weil wir haben ja hier noch eine kleine, ja, sagen wir mal, Partybeleuchtung kommt rein, etc. Wir bauen hier noch weiter. Ich glaube, das wird sich alles so ein bisschen geben, dass das hier nicht mehr so auffällt, wenn man eben auch von anderen Sachen abgelenkt ist. Im Großen und Ganzen finde ich aber, dass es sich auf jeden Fall macht. Und ich glaube, es wird noch viel interessanter, wenn auch der andere Teil des Gebäudes dann fertig ist. Ich werde jetzt hier weitermachen. Vorher zeige ich euch immer noch mal ganz kurz, wie sich das Ganze hier aussieht. Das hier ist die Konstruktion, ist relativ aufwendig, in Anführungsstrichen, ist sehr viel Unterbau, liegt dann hier auf, ist aber auch relativ stabil, muss man sagen, wenn es aufliegt. Ihr seht, ich kann hier ein bisschen rütteln, hier drüben liegt es noch gar nicht auf und trotzdem ist es relativ stabil. Jetzt habe ich hier den Stein abgerissen. So, aber es ist auf jeden Fall relativ stabil. Ich baue jetzt hier weiter und dann schauen wir uns gleich mal an, wohin sich die Reise heute noch so hinbegibt. Ich bin einen ganzen Schritt weitergekommen. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt das Dach hier weitergebaut und auch mal so den ersten Entwurf gemacht, wie es hier oben weitergehen könnte. Auch den Übergang hier zwischen gefällt mir persönlich ganz gut. Jetzt kommt als nächstes natürlich hier noch ein bisschen was auf die Terrasse, Beleuchtung etc. kommt hinzu, Minifiguren. Aber das ist so das, was ich mir vorgestellt habe. Schreibt mir dazu gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich dachte, es ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Bringt ein bisschen mehr Rundung in das Ganze, was eigentlich ein relativ eckiges Haus ist, aber ich finde, es passt vom Stil ganz gut dazu. Ihr müsst, wie gesagt, dazu denken, dass es dann hier auch nochmal so reingehen wird in diese nächsten Ecke und auf der anderen Seite, wo wir eine gerade Kante haben, wird es auch auf der Seite komplett rübergehen, dann sich oben mit dem Flachdach verbinden irgendwann. Wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, aber das ist das, was ich mir so vorgestellt habe. Da mache ich jetzt weiter und da sehen wir uns gleich im nächsten Cut. Und der Moment ist gekommen. Ich habe dieses Set letztens zu einem sehr, sehr günstigen Preis Neuware im Laden bekommen. Da gab es noch eine 20% Rabattaktion. Hauptsächlich eigentlich zum Ausschlachten. Und das werden wir jetzt auch teilweise machen, denn ich werde jetzt hier raus, wir drehen es mal um, schauen, ob ich die Möbelstücke, die hier drin genutzt sind, nicht gut nutzen kann, um damit unsere Terrasse zu verschönern. Ich denke, es wird eine ganz nette Geschichte eigentlich sein. Das heißt, ich versuche jetzt das da rauszuholen, im Prinzip diesen Bereich, den aufzubauen und dann umzubauen für unser Dachgeschoss. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Drückt mir die Daumen, wir werden es gleich sehen. Bevor ich jetzt damit anfange, hier tatsächlich alles einzurichten, habe ich mich jetzt erstmal um die Partybeleuchtung gekümmert. Dazu habe ich diese Lichterkette angebaut. Dafür habe ich hier vorne noch so einen Pfosten hingemacht, damit man die hier verlegen kann. Ist ein System, das natürlich auch von meinem Beleuchtungspartner Illuminator Bricks ist. Das ist eine fertige Kette, die sich an einem Draht befindet. Da sind verschiedene LEDs dran. Haben wir schon mal eingebaut. Drüben im Musikladen. Das ist allerdings eine mit verschiedenen Lichtern, die auch ein bisschen sich abwechselt. Hier ist es eine einfarbige, die eben nicht eine Funktion hat, dass sie sich irgendwie wechselt oder sonst einen Effekt hat. Das Ganze geht dann hier hinten rein momentan noch. Ich versuche das jetzt mal zu drehen, ohne dass es mir kaputt geht. Und hier habe ich noch einen Dimmer angebracht. Das ist ein weiteres System eben. Und damit kann ich hier später noch ein bisschen die Lichthelligkeit einstellen, weil ich glaube, dass die normale Helligkeit zu hell wird, um das hier oben schön aussehen zu lassen. Deshalb werden wir das dann später, wenn es mal richtig dunkel hier ist im Raum, mit diesem Dimmer hier einstellen. Geht momentan hier direkt in die Steckdose, ist momentan einfach nur zum Testen. Aber das ist das Lichtsystem, das wir hier draußen einsetzen werden. Und jetzt geht es zu den finalen Arbeiten. Wir lassen hier draußen jetzt die ganzen Möbel einrichten. Wir wollen den Boden bauen. Es kommen Details dazu und natürlich Gäste. Und dann ist die Party soweit fertig, dass wir sie drüben in die Stadt einbauen können. Und damit bin ich fertig für heute und zudem ist es schon etwas dunkler hier im Raum geworden, was natürlich ganz gut passt, um jetzt hier oben ein bisschen die Beleuchtung zu testen. Und hier einfach mal ein bisschen näher ran mit euch und dann zeige ich euch einfach mal, wie es jetzt hier oben aussieht. Also ich habe einiges von dem Tischen und Bänken, Bänke sind nicht, die Sofa da hinten, die Stühle hier genommen und ein bisschen dazu gebaut. Eine Figur, die auch in der gleichen Tüte war, habe ich auch gleich mitgenommen. Ansonsten kamen noch ein paar andere Figuren hinzu. Da sehen wir jetzt hier einen netten Herrn im Kostüm eines Bären, der gerade seinen seinen Kopfteil runtergenommen hat. Hier ein Herr, der einen sehr schicken Hut hat. Und hier alles Mögliche, was eben so bei dieser kleinen Feier auf der Dachterrasse zu finden ist. Ich werde später nochmal Fotos machen, wenn es jetzt hier richtig dunkel ist, dann stelle ich auch die Beleuchtung oben richtig ein. Ich habe es jetzt relativ weit runter gedreht, bin gespannt, wie das Ganze dann aussieht, wenn es hier dunkel ist.
Mir gefällt es auf jeden Fall. Ich hoffe, euch auch. Auch die ganze Konstruktion, die sich jetzt hier so ergeben hat. Ja, man bekommt jetzt langsam den Eindruck, wie sich dieses Gebäude hier final entwickeln wird, würde ich sagen. Ich will jetzt auch gar nicht weiter groß drum herum reden. Das war's für heute. Ich habe hier viel Nerven hineingesteckt, sage ich mal. Und ja, ich würde mich freuen über jeden Kommentar, eure Meinungen dazu. Und ich gehe noch mal ein bisschen zurück und dann sehen wir mal, wie das Ganze jetzt aussieht. Ich glaube, das ist eine ganz nette Geschichte. Ich habe auch noch eine andere Idee. Und zwar gibt es ja auch noch die Soundmodule von meinem Beleuchtungspartner. Damit könnte man hier allgemein noch Geräusche in die Stadt einbauen. Vielleicht hier so ein bisschen Straßengeräusche, hier oben ein bisschen Partygeräusche. Mal schauen, ob wir sowas noch machen werden. Ist auf jeden Fall eine Sache, die langfristig vielleicht noch ein bisschen Atmosphäre in die Stadt reinbringen könnte. Ansonsten war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Kommentare. Viel Spaß beim selberbauen. Ganz wichtig, bleibt gesund. Bei mir hat es nicht ganz geklappt. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld und tschüss.